Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier am internationalen Spur 1 Treffen in Speyer und ich bin hier gerade am Stand von Fine Models. Die haben hier eine bayerische AA1, das erste Handmuster. Diese Lok ist 52 cm lang, kommt in insgesamt 6 Varianten der Epochen 1 und 2. 5 davon sind in der Epoche 1 sowie dieses Modell. Und hier versuche ich auch mal in den Führerstand reinzuschauen. Die wird natürlich auch wieder schön detailliert. Und wenn wir jetzt hier mal das Triebwerk anschauen, dann sehen wir hier die dritte Achse, die ist hier in der Luft. Das ist jetzt hier kein Fehler beim Modell, sondern das ist vorbildgerecht so. Das ist eine sogenannte absenkbare Vorspannachse. Und das soll dann auch per Servomotor realisiert werden, dass man diese Vorspannachse dann im Fahrbetrieb nur bei der Anfahrt unten hat und während der Fahrt dann wohl oben. So habe ich mir das vorhin erklären lassen. Und hier sieht man auch, die ganze Steuerung ist sehr aufwendig und sehr detailliert. Und dieses Modell ist wahnsinnig detailliert. Und es ist auch kein Zufall, dass es so detailliert ist, weil das jetzt wirklich ein Erwachsenenspielzeug ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, das auch seinen Preis hat. Und zwar soll die 8.950 € kosten, werden wohl nur insgesamt 40 Stück gebaut. Das ist auch klar, dass man dann, wenn nur 40 gebaut werden, dann auch dieser Preis relativ hoch sein muss. Andererseits wird die Lok relativ wenig große Fangemeinde haben und deshalb wird man auch keine größere Stückzahl machen können. Und das ist halt immer das Problem bei so Kleinstserienlokomotiven, dass die dann halt doch ihren Preis haben. Das war's jetzt mit der bayerischen AA1 am Stand von Fine Models, die in 6 Varianten im Jahr 2024 auf den Markt kommt und eine servogesteuerte, absenkbare Vorspannachse hat. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.